Boah. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video über das Thema: Warum hast du Angst davor, in einer Fremdsprache zu sprechen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass man mich nie wirklich Tee trinken sieht in den Videos, sondern immer nur, wie ich so sitze und eine Teetasse in der Hand halte? Ihr müsst euch erstmal bewusst werden, vor was ihr überhaupt Angst habt. Und beim Sprechen einer fremden Sprache ist, glaube ich, einer der größten Gründe Schamgefühl. Alles basiert eigentlich nur auf Spekulation. Man hat Angst vor Verurteilung, man hat Angst, dass der Gegenüber denkt, dass man faul ist oder dumm, dass man keine Lust hat auf die Sprache, dass man sie nicht respektiert, dass man nicht genügend gelernt hat und letztendlich alles eher negativ bewertet ist. Obwohl das alles im Kopf empfunden und erlogen und erdacht ist. Dann kann man noch Angst davor haben, dass sein eigener Stolz, seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, weil man eigentlich gedacht hat, dass man wesentlich besser ist, und natürlich auch die Angst vor peinlichen Situationen, vor einer awkward Stille oder vor Missverständnissen, die man nicht lösen kann, weil einem nicht die richtigen Worte dafür einfallen oder fehlen. Letztendlich ist eigentlich alles zurückzuführen auf die Angst vor Fehlern. Bei mir persönlich ist es so, ich bin kein gutes Beispiel dafür, eine perfekte Lösung zu finden, weil ich selbst mich auch unwohl fühle, bei manchen Sprachen sie zu sprechen. Englisch ist bei mir gar kein Problem. Also ich war ja auch eine längere Zeit in London und habe damit nur mit Engländern kommuniziert, und es war gar kein Problem. Es hängt natürlich auch von der Person ab, wie nah man hier steht, finde ich zumindest. Und da konnte ich über die tiefgründigsten Sachen sprechen, und auch wenn mir ein Wort nicht eingefallen ist, dann habe ich es halt versucht zu erklären oder habe vielleicht kurz mal gegoogelt, um wirklich, wenn es so essentiell ist, dass man es nicht umschreiben kann, die Konversation dann so weiterführen zu können. Bei Französisch ist es so, dadurch, dass ich nicht allzu viel Kontakt zu Leuten habe, die Französisch sprechen, ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe nicht genauso viele Erfahrungen wie Englisch sprechen mit Französisch sprechen gemacht. Bei mir war es aber so in der Vergangenheit, dass ich relativ große Hemmungen davor hatte zu sprechen, was aber meistens daran lag, dass das Leute waren, die ich sehr, sehr gut kannte und vor ihnen mich nicht in dem Sinne blamieren wollte, weil die Leute Franzosen waren und ich Angst hatte, dass sie denken, dass ich doch nicht so gut Französisch kann und mir halt wieder diese Blockade, von der wir am Anfang gesprochen haben, in meinem Kopf drin war. Spanisch ist bei mir ein großes Desaster, aber das liegt eher daran, dass ich es wirklich nicht kann und deswegen auch keine Angst vom Sprechen habe. Ich kann es einfach nicht mehr sprechen, und dann kommt es letztendlich aufs Gleiche hinaus, auf Stille. Aber wie bekämpft man jetzt diese Angst? Wie bekämpft man das, was ich empfinde oder früher empfunden habe? Bei mir war es nämlich früher ganz, ganz schlimm, dass ich gar nicht sprechen konnte in der Anwesenheit von Muttersprachlern und dann eine riesige Blockade habe, was sich mit der Zeit verändert hat, weil ich 4 Kategorien mir mal angeguckt habe. Der erste Schritt zur Lösung ist es, die Einstellung zu der ganzen Sache zu ändern. Die größte Frage ist, finde ich immer: Was würdest du denken in dieser Situation? Was würdest du denken, wenn jemand auf dich zukommt und Deutsch spricht und du merkst, dass er Ausländer ist? Würdest du ihn auslachen? Würdest du ihn komisch angucken? Würdest du ihn für die Fehler verurteilen? Nein, würdest du wahrscheinlich nicht, oder? Warum sollte also der Gegenüber aus einem anderen Land das tun? Warum sollte er dich komisch dafür finden, weil du die Sprache nicht perfekt sprechen kannst? Ich meine, wer kann das schon? Selbst ich mache im Deutschen die ganze Zeit Fehler und es ist meine Muttersprache. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist der Worst Case, der zutrifft, wenn du mal dich versprichst, einen Fehler begehst oder nicht mehr weiter weißt? Ich glaube, das wirklich Schlimmste, also wenn wir jetzt krasse Missverständnisse mit der Polizei oder sowas mal davon abgehen, ist vielleicht ein komischer Blick oder eine aufhörende Konversation und der Mensch geht, wenn es ein Passant war. Solange du nicht in irgendwelchen Drogendeal-Sachen dabei bist und da versuchst, mit deinem gebrochenen Französisch da was zu klären, ist, glaube ich, alles noch relativ moderat, was dir passieren kann. Ich gucke eindeutig zu viel Orphan Black. Zweite Sache: Im Vorhinein Fehler vermeiden durch mehr Lernen. Hier ganz, ganz wichtig: Perfektion ist nicht das Ziel. Wir wollen nicht vollkommen perfekt die Sprache sprechen. Wir wollen vielleicht, aber das ist keine Sache, die man von heute auf morgen erreicht. Selbst die krassesten Menschen brauchen Jahre, in denen sie in diesem Land leben, um die Sprache wirklich perfekt, wenn überhaupt, sprechen zu können. Vor allem, wer spricht schon perfekt? In meinen Deutschaufsätzen in der Oberstufe, seht ihr schon, in meinen Deutschaufsätzen in der Oberstufe hatte ich auch Fehler, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler, weiß ich nicht, was noch für Fehler es gibt. Ich glaube, es gibt keine weiteren. Ich kann euch empfehlen, Alltagsvokabeln auf jeden Fall zu lernen, Alltagssätze zu lernen, zum Beispiel, wenn ihr im Urlaub seid: Wie bestelle ich was zu essen, wie frage ich nach den Wegen? Auf jeden Fall trainiert euer Hören, weil letztendlich seid ihr in einer Konversation meistens in der Bredouille, weil ihr nicht richtig versteht, was die Leute euch eigentlich vermitteln wollen. Das könnt ihr durch Radio, durch Serien, durch Filme, durch
Leuten in der Sprache zuhören, wenn sie reden. Es gibt ja auch Vorträge bei euch in der Stadt vielleicht gibt es irgendwelche Stammtische bei euch in der Schule oder bei euch im lokalen Kulturzentrum. Drittens, die Situation erleben, so oft und so intensiv wie möglich. Ihr könnt anfangen, mit Freunden in der Sprache zu sprechen, was mir viel, viel leichter fällt, weil ihr beide auf dem gleichen Level seid, weil ihr beide die Sprache nicht perfekt könnt. Und wenn ihr dann miteinander spricht, ist auch nicht schlimm ist, wenn ihr gegenseitig Fehler macht. Vielleicht könnt ihr euch sogar verbessern. Win-Win-Situation. Oder auch zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin zusammen oder mit Eltern, wie auch immer, zu einem Event gehen oder zusammen eine Serie gucken oder zusammen in einer Diskussionsrunde mit Leuten reden, wo ihr sozusagen immer noch jemanden habt, der auf dem gleichen Level wie ihr seid. Dadurch die Hemmschwelle, weil ihr euch in der Situation mit dem Freund halt wieder wohler fühlt, die Hemmschwelle niedriger ist und ihr mit Muttersprachlern reden könnt. Und dann halt den Schritt wagen, auch mal wirklich mit Muttersprachlern zu reden, in das Land zu fahren, dort zu sprechen, in irgendwelche Kurse zu gehen, in eure, ich weiß nicht, das Institut Français zum Beispiel gibt es in ganz vielen Städten. Das ist so eine Einrichtung von der französischen Kulturvereinigung, wo auch Sachen angeboten werden, dass man Französisch sprechen kann und euch somit einfach mal ins kalte Wasser werfen und gucken, wie ihr eigentlich klarkommt, ob die Situation überhaupt wirklich so schlimm ist oder ob ihr sie nur in eurem Kopf so schlimm spinnt, dass sie letztendlich viel grässlicher ist, als sie eigentlich in Wirklichkeit ist, weil ich glaube, ganz viel ist auch einfach nur Vorurteile in dem Sinne, dass ihr gar nicht wisst, wie es ist, mit anderen zu sprechen. Viertens, die Praxis. Sprecht laut, wie ich im letzten Video gesagt habe, redet unter der Dusche mit euch, versucht Konversationen durchzugehen, wenn ihr wirklich davor Angst habt. Macht Pausen, normale Menschen in der Sprache machen auch Pausen, denn bei mir ist es immer das Ding, ich hatte früher immer Angst, dass ich nicht schnell genug antworten kann, letztendlich oder durchgängig antworten kann. Letztendlich mache ich bei Sprachnachrichten auf Deutsch ja auch 30 Sekunden Pause, bevor ich den nächsten Satz anfange. Menschen brauchen Zeit zum Nachdenken, wenn sie reden und genauso Muttersprachler wie auch Menschen, die keine Muttersprachler sind. Wollen wir uns gegenseitig helfen und unsere Tipps mal unten in die Kommentare schreiben? Ich glaube, das wäre sehr, sehr cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann verlinke ich euch jetzt hier mein Video, warum ich eigentlich oder vielleicht auch nicht Französisch sprechen kann. Und hier könnt ihr mich abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und da habe ich auch dann kürzere Haare wahrscheinlich. Adios.